Guatemala, das Land der Maya. Vor unserer Reise durch Lateinamerika wussten wir wenig über das Land, das so reich an Natur, Kultur und Geschichte ist. Das Land überraschte uns in vielerlei Hinsicht. Wir erlebten hier unvergessliche Momente, die wir uns nie hätten erträumen können, und erhielten Einblicke, die wir so nie wieder erleben werden. Gleichzeitig warteten in den 3 Monaten, die wir durch das Land reisten, auch einige Enttäuschungen auf uns. Guatemala ist ein Abenteuer und wir nehmen euch mit. Viel Spaß beim Zuschauen. Bienvenidos a Guatemala. Unsere Ankunft in Guatemala war überwältigend. Wir flogen am Gründonnerstag von Costa Rica in die Hauptstadt Guatemala City, um von dort aus direkt in die wunderschöne Kolonialstadt Antigua zu fahren. Dort erwartete uns die Semana Santa, die heilige Woche. Da wir erst am späten Abend in Antigua eintrafen, kümmerten wir uns zuallererst um unseren Hunger. Die Wahrheit über mich ist, ich liebe Pizza. Und wir sind jetzt seit 2 Stunden in Guatemala. Und ich hätte nie gedacht, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt, bis ich hier angekommen bin. Ich meine, hier ist eine Pizza. Wir mussten, wir haben 10 Sekunden gewartet, ungelogen. Die wurde uns direkt gegeben. Und das Allerschönste ist, alle Menschen hier, also die ganze Straße runter in die Richtung und in die Richtung, alle sitzen hier und essen einfach Pizza und zelebrieren Pizza. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist so unglaublich cool. Scheiße, ich meine, wie cool kann ein Land sein? Wie cool können Menschen sein? Das ist einfach diese Einheit von der Harmonie, von der alle reden. Ich habe sie hier in Antigua gefunden. Ist so. Das Stadtbild von Antigua war von Alfombras, den farbenfrohen Blumenteppichen, den lilafarbenen Kleidern der gläubigen Menschen und den Prozessionen mit den riesigen, tonnenschweren Passos, den tragbaren Altären geprägt. Wir konnten uns an dem bunten Stadtbild nicht satt sehen und waren fasziniert von der Verschmelzung des christlichen Glaubens mit den Traditionen aus der Maya-Kultur. Es war für uns oft nicht möglich, einige Symbole oder Rituale richtig einzuordnen und zu deuten. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass diese Vermischung uns am Lago Atitlan völlig überrumpeln würde. Aber dazu kommen wir später im Video. Jeder Tag der Osterfeierlichkeiten war besonders, aber der Höhepunkt am Ostersonntag war unvergesslich. Das ist die Vaca Loca oder auch Torito genannt, das übersetzt verrückter Stier bzw. Stierchen heißt. Die Vaca Loca ist eine selbstgebaute Holzkonstruktion, die mit Raketen und Böllern geschmückt ist. Die Lunte wird angezündet und während die verschiedenen Feuerwerkskörper herunterfallen und explodieren, läuft der verrückte Stier durch die Gegend. Der Witz dabei, man weiß nie, wann die Feuerwerkskörper zünden und explodieren. Die Lunte ist so verdrahtet, dass die Knaller unvorhergesehen explodieren. Auch wenn wir Guatemala vorher nicht so stark mit dem Christentum verbunden haben, erlebten wir hier die beeindruckendsten Osterfeierlichkeiten, die wir je gesehen haben. Während der Semana Santa lernten wir die ehemalige Hauptstadt Antigua immer besser kennen. Antigua wurde zu unserer liebsten Stadt in Guatemala. Sie war die ehemalige Hauptstadt Guatemalas. Bis zum 18. Jahrhundert war die Stadt als politisches, wirtschaftlich und kulturelles Zentrum gleichbedeutend mit kosmopolitischen Städten wie Mexiko-Stadt oder Lima in Peru. Leider wurde Antigua über die Jahrhunderte hinweg immer wieder durch Erdbeben katastrophal zerstört, sodass die Stadt zwar nie völlig aufgegeben wurde, aber ihre Funktion als Hauptstadt Guatemalas verlor. Heute ist Antigua wieder eine blühende Stadt. Es ist reich an Geschichte, wie man anhand der ganzen Kolonialbauten, Straßen, Parkanlagen und unzähligen Kirchen sehen kann. Die Stadt bietet Kunst und Kultur, hat zahlreiche Museen und bunte Märkte sowie allerlei Möglichkeiten, mehr über die lokale Kultur zu erfahren. Die Stimmung in Antigua war für uns sehr entspannt und es gab sehr viel leckeres Essen, das wir ausprobierten. Aufgrund einer Facebook-Empfehlung nehmen wir jetzt einen kleinen Snack zu uns, und zwar Empanadas. Angeblich sollen es die besten Empanadas in Antigua sein und vielleicht sogar die besten Empanadas in ganz Guatemala. Empanadas sind ein typisch lateinamerikanisches Essen. Es sind gefüllte Teigtaschen, die entweder gebacken oder frittiert sind. Also, guten Appetit!
Empanada, die wir je gesehen und gegessen haben. Normalerweise isst man das mit den Händen, weil es ein Straßenessen ist, aber aufgrund der Größe müssen wir es erst mit Messer und Gabel essen, dann die Soßen drauf und dann können wir weiter mit den Händen essen. Und zu den Soßen, also dabei handelt es sich um ein Chimichurri, das ist Öl mit Kräutern und Chili. Und die andere Soße ist sowas wie eine scharfe Mayonnaise-Soße. Also das rundet den Geschmack perfekt ab, da die Empanada an sich wenig gewürzt ist. Und trotzdem dadurch halt sich super schön entfaltet den Geschmack, also geil. Gracias Paco por la comida, fue delicioso. Tenemos una pregunta para ti. ¿Qué es para ti más importante para una empanada buena? Una empanada buena. Para mí importante primero es la masa, después el relleno, pero lo más importante para tener una buena empanada y comer rico es ponerle amor. Amor es el secreto, es todo. Sí, ¿Pudiste sentir? sí, sentimos. Qué bien. Pues bueno, invito a querernos a conocer y a probar empanadas hechas a mano por Paco y equipo. Gute Rekommendation. Nachdem wir Antigua ergiebig erkundet und genossen hatten, verließen wir die Stadt und begaben uns in unser größtes Abenteuer, das Land der Vulkane. Guatemala liegt auf dem pazifischen Feuerring und ist im Grenzbereich 3 Erdplatten, wodurch es neben Erdbeben, wovon wir übrigens 2 miterlebten, auch 33 Vulkane im Land gibt. 3 dieser Vulkane sind immer noch dauerhaft aktiv. Guatemala ist das Land, in dem wir das Naturhighlight unserer Weltreise erlebten, das einmalig und unvergesslich mit allen anderen Erlebnissen ist. Die Besteigung eines aktiven Vulkans sowie das Erleben von mehrfach feuerspuckenden Explosionen. Also ich würde sagen, das ist halt eine Erfahrung, die macht man einmal im Leben. Das ist gar nicht in Worte zu fassen, Ja. diese Naturgewalt. Wow, also Auf jeden das ist Fall. eine Erinnerung, die uns bis zum Tod glücklich begleiten Ja, wird. ja, das werden wir auf jeden Fall nie vergessen und ja, können wir einfach jedem nur empfehlen, sowas auch mal zu erleben. Nach unserer ersten Woche in Guatemala reisten wir für ein Freiwilligenprojekt weiter zum Lago Atitlan, in das kleine Städtchen San Pedro. Dort halfen wir einer älteren Frau mit dem Computer, Umgang mit Medien und ihren Tieren. Uns hat San Pedro mit seinen kleinen, engen und bunten Gassen sehr gut gefallen. Unser Highlight war definitiv die Sonnenaufgangstour Indian Nose, wo wir das schönste Morgenpanorama über den Lago Atitlan erleben durften. Bevor unsere Reise weiter in den Norden des Landes ging, wo wir die antiken Tempel der Maya kennenlernten, besuchten wir in dem Ort Santiago am Lago Atitlan die Gottheit Maximon. Maximon ist im Hochland Guatemalas ein verehrter Volksheiliger. Als Gaben bringen Besucher Kerzen oder Blumen für Maximon mit, um seine Kräfte zu beschwören. Für uns war es skurril mitzuerleben, dass Alkohol und Zigaretten eine sehr große Rolle als Opfergabe spielen. Bei einer Zeremonie wird Maximons Stuhl nach hinten gekippt und ihm werden einige Tropfen Schnaps eingeflößt, um so seine helfenden und schützenden Kräfte hervorzubringen. Maximon trägt Züge der Maya-Gottheit Ma'am und verbindet diese mit biblischen und kolonialzeitlichen Elementen. Nach den Erfahrungen mit der Semana Santa in Antigua ist Maximon für uns das beste Beispiel für eine Mischung verschiedener Kulturen und Religionen. Die Maya-Kultur ist im alltäglichen Leben in Guatemala überall zu finden. Das Essen, die Religion, die Kunst und die indigenen Sprachen sind allgegenwärtig. Die Maya-Kultur lebt, aber die antike Zivilisation der Maya ist vor 1000 Jahren plötzlich verschwunden. Von diesem Geheimnis angezogen, wollten wir mehr über die alte Hochkultur erfahren.
Vom Lago Atitlan ging unsere Reise zu den berühmten Maya-Ruinen im Norden des Landes. Für uns war es eines der besonderen Momente unserer Reise, eine alte Zivilisation so nah erleben zu dürfen. Mitten im Regenwald fanden wir die von der Natur zurückeroberten Überreste einer alten Hochkultur, die zu den fortgeschrittensten Gesellschaft ihrer Zeit gehörte. Von all den Eindrücken nahmen wir eine erschreckende Erkenntnis mit. Auch wenn die antike Hochkultur der Maya Geschichte ist, war der Bezug zu unserer heutigen Welt beunruhigend aktuell. Damals war der Klimawandel in Form von Dürreperioden in Verbindung mit exzessiver Waldrodung, darauffolgenden Ernteausfällen und politischem Versagen die Hauptgründe, weshalb diese Zivilisation verschwand. Unsere Welt steht wegen dem Klimawandel vor einer gewaltigen Herausforderung, die teilweise absolut unterschätzt wird. Die Zivilisation der Maya bestand mehrere Jahrtausende lang, unsere westliche und technologisierte Gesellschaft nur seit wenigen Jahrhunderten. Mit diesen Eindrücken ging es zurück in den Westen des Landes, da wir unser Freiwilligenprojekt bei Huehuetenango beginnen sollten. Seit 2 Monaten waren wir im regelmäßigen Kontakt mit der NGO, aber am Vortag unserer geplanten Ankunft wurden wir leider grundlos um 1 Woche versetzt. Da wir in Xela, in der zweitgrößten Stadt Guatemalas waren, nutzten wir diese Zeit, um die Stadt, seine Kultur und die Umgebung zu erkunden. Das absolute Highlight unseres ungewollten Aufenthaltes war unsere Wanderung auf den letzten der 3 aktiven Vulkane in Guatemala, den wir noch nicht bestiegen hatten, der Vulkan Santa Maria mit Blick auf den ausbrechenden Vulkan San Dieguito. Es war die anstrengendste Wanderung, die wir bisher auf unserer gesamten Reise unternommen hatten, aber auch dieses Mal lohnte sich die Mühe für jeden vergossenen Schweißtropfen. Nach unserem einwöchigen Aufenthalt in Xela begaben wir uns zu dem 4 Stunden entfernten Freiwilligenprojekt. Es stand bereits unter einem schlechten Stern und trotzdem wollten wir dem Ganzen eine Chance geben. Die NGO arbeitet für die Rechte von indigenen Frauen und ist dementsprechend absolut wichtig und wertvoll für die Frauen in der dortigen Umgebung. Bei unserer Ankunft waren wir jedoch überrascht, dass bereits 6 andere Freiwillige vor Ort waren. Wir realisierten schnell die mangelnde Struktur und die fehlende Anleitung der NGO. Es fehlte schlichtweg an Organisation und Aufgaben für so viele freiwillige Arbeitskräfte. Wir kommunizierten das und gingen nach wenigen Tagen im Guten mit der NGO auseinander, da wir den Bedarf unserer Hilfe absolut nicht sahen. Durch Guatemala sind wir hauptsächlich in den sogenannten Chicken-Bussen, in den Camionetas unterwegs. Und für uns ist es so das erste Mal, dass wir uns tatsächlich relativ unwohl bei den Bussen fühlen, also im Allgemeinen. Denn wir sind das schnellste Verkehrsmittel auf der Straße. Also wenn Google sagt, der Weg dauert 2 Stunden, machen wir das mit dem Bus in 1,5. Also das ist echt krass. Das Ding ist aber, dass es halt der öffentliche Nahverkehr hier ist. Die Alternative wäre, dass man sich private Shuttle nimmt, die aber mehr als die doppelte Menge an Geld kosten. Also ist halt gar nicht vergleichbar. Es ist halt wirklich das günstigste, aber ja, so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel Adrenalin ist dabei immer am Start. Ja. Da wir noch 3 Wochen bis zu unserem House-Sitting in der Hauptstadt hatten, suchten wir noch nach anderen Möglichkeiten, unsere Unterstützung bei Projekten anzubieten. Tatsächlich wurden wir bei einem kleinen familienbetriebenen Restaurant in einem kleinen Dorf in der Nähe von Antigua fündig. Obwohl die Familie anfangs sehr einladend war, änderte sich dieses Gefühl bei uns zunehmend. Wir fühlten uns viel mehr als Arbeitskräfte, die für ihre Arbeit geduldet wurden. Den kulturellen Austausch, den wir suchten, fanden wir nicht. Bei einer Situation, wo wir absolut herablassend behandelt und als unfähig abgestempelt wurden, zogen wir die Reißleine und verließen das Projekt nach einem Klärungsgespräch kurzerhand. Ungewollt kamen wir wieder in Antigua an. Durch die 2 fehlgeschlagenen Projekte fühlten wir uns energielos und sehnten uns nach einem Rückzugsort, den wir leider in den günstigen Unterkünften in Antigua nicht fanden. Wir hatten also noch 2 Wochen Zeit, bis wir in die Hauptstadt Guatemalas ein mehrwöchiges House-Sitting beginnen würden.
Wir machten das Beste aus dieser Zeit und entschieden uns, noch einmal den Vulkan Acatenango zu besteigen. Aber diesmal selbst organisiert und ohne Tour. Es war wieder ein einmaliges Abenteuer, das uns Kraft gab, auch in anstrengenden Umständen einen Weg zu finden, der sich gut anfühlt. Boah, das ist krass. Wir haben jetzt zum zweiten Mal den Acatenango gemacht und zwar sind wir in Antigua gestrandet. Genau, wir warten jetzt hier auf unser House-Sitting, das erst in ungefähr einer Woche losgeht in Guatemala-Stadt. Und bis dahin hatten wir halt überlegt, okay, was machen wir jetzt hier und warum wir gestrandet sind, ist, weil eigentlich hätten wir 2 Workaway, also 2 Freiwilligenprojekte gehabt, aber die sind leider aus verschiedenen Gründen nicht so gut ausgegangen oder haben einfach nicht geklappt. Ja, und unsere Art zu reisen, also wir reisen mit wenig Geld und das beinhaltet auch, dass wir immer mit Menschen zu tun haben. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil wir hatten auch schon die allerschönsten Erlebnisse, die wir so nie erlebt hätten mit Freiwilligenarbeit. Und auf der anderen Seite sind wir auch immer absolut abhängig von anderen Menschen. Und ja, der Zufall wollte es hier in Guatemala, dass uns das halt voll auf die Füße fällt und wir sozusagen stranden. Aber andererseits, wir machen uns unsere Reise so, wie sie uns gefällt und ey, es ist schon geil, wenn man hier so kurz in die Kamera spricht und dieser Fuego einfach explodiert. Das ist schon geil. Nach der Zeit in Antigua kamen wir endlich im House-Sitting an. Wir genossen es, einen Rückzugsort zu haben und unsere Batterien wieder aufzuladen. Wir kochten gesund, trieben Sport und lernten Guatemala-Stadt kennen. Heute sind wir das erste Mal in Guatemala-Stadt draußen nach ein bisschen was über 2 Wochen. Aha, 2 Wochen lang pure Erholung von den ganzen Sachen, die davor so waren. Aber jetzt endlich Ruhe, voll Energie getankt. Jetzt haben wir unseren Hasenbau verlassen. Guatemala wird uns ewig in märchenhafter Erinnerung bleiben. Die Semana Santa verzauberte uns. Die Vulkane ließen unsere Herzen höher schlagen und im Regenwald folgten wir den Spuren der antiken Maya. Das Reisen durch Guatemala ist so einzigartig, weil die Kultur der Maya lebendig und allgegenwärtig ist. Für all diese besonderen Erlebnisse sind wir dem Land sehr dankbar.